Damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren wunderschönen neuen Folge Vampyr. Ich habe das Game neu gestartet. Wir müssen uns mal gucken. Also hier hat sich der Gesundheitsstatus auf jeden Fall, ne, der ist gut hochgegangen. Die hat irgendeine Krankheit oder was? Die haben wir noch nicht gefunden, wie es scheint. Nur einen Hinweis haben wir über sie. Wie schaut's hier aus? Hier ist immer noch stabil, aber hier konnten wir auch keinen heilen. Dem können wir mal was gegen Kopfschmerzen geben. Hier sind halt sehr viele krank, auch sehr viele Leute. Ja, und hier waren wir ja noch nicht. Und auf jeden Fall Hogwarts Legacy, Leute. Also auf Hogwarts Legacy freue ich mich sehr. Das wird wild, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr gut. Wir können ja den ganzen Mist hier zerlegen, ne? Aber brauchen wir halt aktuell noch nicht wirklich. Da würde ich es wahrscheinlich mal noch lassen. Ich habe leider schon wieder ein bisschen den Faden verloren. Wie sind wir denn hier nochmal reingekommen? Wir sind der Blutspur gefolgt, ne? Die wir hier unten entdeckt haben. Und eigentlich wollten wir mit dir quatschen. Was läufst denn du hier rum? Du möchtest gerne Vampirjäger. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Na, dich, Alter. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Naja, mutig ist er auf jeden Fall. You Auch have wenn dumm. courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own two hands. Hinweis fehlgeschlagen, hä? Warum? Ach komm, wieso haben wir denn jetzt... Hä? Wieso ist da jetzt ein Hinweis fehlgeschlagen? Scheiße. Jetzt kriegen wir nicht mehr, jetzt kriegen wir nicht die volle EP, wenn wir den irgendwann mal aussaugen wollen, den Lappen. And good hunting, Mr. Throgmorton. Zum Kotzen, der Bruder, ey. Ist ja wirklich zum Kotzen, der Junge. Status des Bezirks gesund. Finde ich auch widerlich. Weil das ist ja alles krank ist und versifft. Warum sehen die mich? Wieso kann ich mich unsichtbar machen, wenn die mich dann trotzdem sehen? Ah, mal ein bisschen Blatt jetzt hier. Lol. Boah, der muss halt sterben. Braucht nämlich sein Blatt. Davon am besten ganz viel. Find's halt geil, wenn wir auch einfach instant leer saugen könnten, solange wie wir halt wollen. Solange wir vielleicht nicht unterbrochen werden von anderen Gegnern oder so, wisst ihr, wie ich meine? Die Schnauze, Junge. Jetzt ein neuer Sheriff in der Stadt, Mann.
This could be the public house Giselle Paxton mentioned. Lol. I should investigate further. Ach so, aber ich glaube nur, wenn die diese Priesterboys dabei haben. Dann könnt ihr mich vorher schon ausgauten. Arschloch. Alter, immer mit ihren schäbigen Flammen, Mann. Nee, immer wenn die diese komischen Stabburschen dabei haben, dann war es nicht so gut Kirschen essen. LOL. Hä? An was bin ich denn jetzt gestorben, Alter? Er hatte doch noch Leben. Die vielleicht irgendwas, was uns Damage over Time macht, aber ich glaube, gebrannt oder so haben wir nicht, ne? Scheiße. Die räudigen Räudenbolz, ey. Verdammt. Das finde ich jetzt aber nicht so cool, Mann, bin ich ehrlich. Der hat dich nicht mehr berührt, oder? Denke ich auch. Ja, manchmal, weil sich das Kämpfen alles so flüssig und smooth anfühlt, vergisst man manchmal, dass man ein bisschen taktischer vorgehen sollte. Ja, willst du rankommen, Alter? Hey. Oh, erbärmlicher, kleiner, nichtiger Mensch. Was glaubt er denn, wer er ist? Tja, dreist. Nee, nix over there. Ich wollte ihn eigentlich nochmal aussaugen, aber gut. Ja, komm ran. Weißt du, wenn sie mich nicht brennen würden, müsste ich sie nicht widerwärtigst aussaugen. Tschüss. Ah, frech. Gib mir dein Blut, Bitch. Was jetzt, Alter? Na, komm ran, Junge.
What the fuck? Jo, die Tragödie unterwirft sich Heartland, Alter. Das wollten wir doch sehen, Leute. Herzlich willkommen. Ganz lieben Dank, mon amour. Können den eigentlich von hier auch ganz easy ausschalten, ne? Hey. Nice. Alright. Der wollte uns schon wieder vergiften, habt ihr das gesehen? Der elende Schweinepriester, ey. Ja, aber die haben doch diesmal ja alles schön platt gemacht, ey, so wie sich das gehört. Richtig schön hops genommen. Finde den Zugang zur Kanalisation, der vermutlich hier rein war. Gehen wir mal in das kleine Dungeon, ich hab richtig Bock. Und du musst dich in einem Bett ausruhen, um EP zu verteilen und dich zu entwickeln. Suche nach Unterschlüpfen. Okay. Vielleicht finde ich ja Unterschlupf bei deiner Mama, Alter. Okay, das war unangebracht, möglicherweise. But that's what I am. And what else would I be? Oh, guck euch das an. Das schaut ja doch alles so geil aus, Mann. Oh, ist das ein schönes Spiel, Mann. Holy fick. Ein bisschen Kleingeld, Mann. Was haben wir denn hier für ein Shit? That doesn't work. That doesn't work. Aber da hinten leuchtet es dann zumindest kurz auf und also irgendwas passiert ja scheinbar. Ja, diese 5er Schillinge, Mann. So that's it. These wheels control the water level. Mhm. Wir hätten hier wahrscheinlich irgendwas machen müssen, aber... Wollen wir das Wasser steigen lassen oder was ist der Plan? Also da drüben können wir auf jeden Fall nichts machen. Aber da sind die Fässer im Weg. Ah, wir können da rüber jumpen. Toll. Können hier rumkriechen? Ah, da geht's nicht hin, okay. Ich schätze, wir wollen hier rein, vermutlich, wa? Heißt, wir gehen jetzt da hoch, machen dann wahrscheinlich hier die Fässer platt. Machen dann das Wasser weg, damit wir unten reinkommen. Ah, ist doch easy, Leute. Für uns ist doch... Ne? So, machen wir das mal. Jetzt auch kein sonderlich anspruchsvolles Rätsel, Leute, ist natürlich klar. Liebe geht raus, lieber Dommi. Liebe geht raus an dich, mein Freund. Alles versifft. Beware, Alter. Wir sollen vorsichtig sein hier, Leute. Auch ehrlich gesagt, dass wir hier bald wieder einen richtig dicken Bossfight kriegen werden hier unten. Und mit Sicherheit gegen irgendeine Form von Bestie. Es werden hier unten keine Wachen oder sowas sein. Irgendjemand eine blutige Spur hinterlassen, ey. Aber das scheint mir so ein Skull zu sein, oder wie die heißen. Also diese Billig-Vampire. Tollwütigen Viecher. Hier war jetzt aber ganz eindeutig ein Vampir am Werk. Das habt ihr gesehen, der hat sich wie wir, der sich weggesappt. Können wir das Blut eigentlich irgendwie untersuchen oder so? Nicht, ne? Alter, ach, Alter, wie arschhell das ist. Leuchtet halt komplett krank rein. Wir könnten uns hier ein bisschen an den Ratten hochfeeden. Ich glaube, das machen wir auch. This is
Despicable. Aber heizt sich da unser roter Balken? Nee, irgendwie nicht. Believe I'm doing this. Hm. Da hinten waren wir, ne? Hm. Kommen wir nicht lang. Hm. Nein, warum springst du da runter? Dann gehen wir nicht rüber oder so. Alter. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Ja. Learn to respect the laws of Ascalon. Oh, ist genauso eine schäbige Bestie wie alle anderen. Genauso wirst du auch sterben. Ja, weißt du, wo ich bin, oder weißt du es nicht? Oh nö. Nein. Ach du Scheiße. Der ist schon heftig, der Boy, Leute. Oh nö. Oh nein. Nein. Na gut, Unsichtbarkeit bringt gegen den scheinbar nichts. Ach du Scheiße. Nein. Oh nein. Oh ja, ich habe noch die Special-Fähigkeit. Was? Weil er sich verpisst hat? Jetzt halt aber. Ach du Scheiße. Alter, okay, das war ein krasser Fight. Aber wir haben ihn gemacht, Leute. Easy going, Alter, Bitch. Digga, der hat ja Pranken wie Baggerschau von dem einen... ja, Alter, von dem... Ja, da hast du auch gesehen, da hat sich auch jede Schelle wirklich sehr schmerzhaft angefühlt, Alter. Holy shit, Mann. Uff. Jetzt hat keine Spritzen mehr. Holy shitness, ey. Vor allem das Ding ist, das war halt, der hat zu irgendeinem so Vampirclub gehört, von den besten und stärksten und ältesten Vampiren Londons. Und ich meine, wenn die den schicken, das wird kein, ne, das wird schon tougher Boy sein, aber
Also, ne, wir haben jetzt deren Aufmerksamkeit, will ich sagen. Und die werden mit Sicherheit, werden die das nicht auf sich beruhen lassen. Oder vielleicht kommen sie auch und danken uns, weil der Boy irgendwie komplett ausgerastet ist und selber eine Gefahr für die Gemeinschaft geworden ist. Der gute Fergal, Alter. Aber gut, dass wir den schon mal weg haben, ey. Also wir könnten da hoch. Könnten aber auch hier runter. Aber natürlich nicht, dass uns irgendwas entgeht hier unten. Mir steht nicht nur so ein Shit, ey. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Ich glaube, hier wäre der Ort gewesen, wo wir hätten hochjumpen können, ne? Ja. Aber ich wusste halt nicht, ob wir von oben auch wieder runterjumpen können. Deswegen habe ich gedacht, wir laufen lieber mal außen rum und gucken zur Not nochmal zurück. Ja, es schaut alles so cool aus hier, ne? Richtig Bock. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Oh nein. Gebiet der Abwasserskulls. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. Ich wollte That gerade must sagen. count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Bist du die Kanalratte? Wir sagen mal, Sean Hampton hat uns geschickt. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Die will sich uns nicht beugen, Alter. Aber wir wissen jetzt, was das letzte Gebiet ist, Leute. Letzte Gebiet ist hier das Gebiet von denen. Und ich glaube, sie ist die Schlüsselfigur für deren Gebiet. Weil wir haben ja so 3 Gebiete haben wir schon komplett abgesearched, so, also hauptsächlich und mit fast allen gequatscht. Aber ein Gebiet noch gar nicht und ich wusste auch nicht, wo das sein soll, jetzt wissen wir es. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Was ist denn der Fergal? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scout. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Ein Blood Volkod war drives das. them, enrages them. Das waren quasi die Vorvampire, ja, die Vampire, die vor uns da waren. Die waren halt wesentlich bestialischer und ich würde auch ein bisschen sagen, ein bisschen animalischer.
What of this Ascalon Hatten plot? weniger Kontrolle auch über sich. Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Sorry, ich beobachte gerade die alte, wie die so ein bisschen ausschaut. Aber da achte ich tatsächlich immer ein bisschen zu wenig drauf, wie die Charaktere eigentlich so aussehen, Alter. Weil ich mich dann eher versuche drauf zu konzentrieren, was die gesagt hat und mir das zu merken. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Ich frag mal, ob wir ihm trauen können. Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet was. Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Mit dem da unten können wir nicht quatschen, ja? Da ist noch alle hier am Rumheulen und am Weinen. Lass doch ein bisschen den Geld stehen. Alles mitnehmen hier, Alter. Eternal gratitude for your protection, Master. Kein Stress, mein Freund. Gratitude for your protection, Master. Aber reden tun die scheinbar nicht mit uns. Old Bridget says you are one to trust. Hat die Bridget das gesagt, ja? Gute Bridget. Wir könnten ja Ratten essen, aber machen wir mal nicht. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Das glaube ich dir. Aber ist eigentlich ganz schön in London. So manchmal. Oh, nice. Eine neue Waffe. Wieder ein bisschen Pistol Money. Gewöhnliche Keule, aber es hat auch wieder eine zweihändige Waffe, ne? Aber was kann die? Schockpunkte hinzufügen. Weiß nicht, die zweihändigen Waffen, die fühle ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber wir wollten mal die andere Pistole ausprobieren, ne? Würde ich auch mal tun, ehrlich gesagt. Und die Frage ist, ob wir eine Runde schlafen. Da würden wir alles wieder regenerieren, wenn nicht schlecht. Hoffen wir, dass hier das Game nicht wieder abstürzt, ey. Oh, und wir wollten eigentlich auch den Jump hier reinmachen. Ich auch ganz vergessen. Was skillen wir denn ein bisschen, Leute? Also mehr Kugeln tragen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Obwohl. Dafür brauchen wir 1500, ne? Wir könnten ja für Schockschaden gehen, dass wir die Leute halt instant aussaugen können. Das sollten wir auch machen. Dann können wir ohne Heal spielen. Oder wir gehen halt für viel mehr Damage. Weil mehr als 50 Schaden machen wir hiermit dann nicht.
Hiermit würden wir halt schon einiges an Damage machen, aber ich glaube, die Gegner aussaugen würde mir besser gefallen. Oh, hier wird es immer bedenklicher. Müssen hier mal auftauchen und die Leute mal ein bisschen healen, Leute. Oh, guck dir den an. Ich glaube, der hat richtig viele Krankheiten. Ja, müssen wir bald mal in das Gebiet und die hier ein bisschen alle healen. Weil das hier wird immer bedenklicher, kritisch, feindlich. Das wollen wir eigentlich schon möglichst verhindern. Dem Run zumindest. Ja, finde ich gut so, Alter. I like it. Lass mal ein bisschen hängen bleiben, man kennt's. Können wir jetzt mit euch quatschen? Nee. Die wollen actually noch nicht wirklich mit uns reden, die Leute. Pisst der da gerade? Aber wo sind wir kartentechnisch? Oh, hier hinten, komplett im Underground. Mhm. So. Da haben wir jetzt die gute Harriet auf jeden Fall. Oh, neues Sammelobjekt. Die Überlegenheit der Ekon. Es ist kein Zufall, dass Ekon die bekanntesten und zahlreichsten unter den Vampiren sind. Ekon sind die wahre Aristokratie der Unsterblichen und die einzigen, die dauerhaft an der Spitze der Nahrungskette stehen können. Egal wohin ich reiste, überall sah ich Ekon die sterblichen und unsterblichen Gesellschaften führen. Sag ich, Ekon die sterbliche und unsterbliche Gesellschaften führen, okay. Ekon sind die menschlichsten und klügsten und gebildetsten aller Vampire. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen die exotischeren Vulkots, die ebenfalls die Gabe der Unsterblichkeit haben. Viele von ihnen sind nützlich, wenn man ihre Sinne ordnungsgemäß auf ein klares Ziel richtet. Doch ihnen fehlen die wichtigste Eigenschaft von allen, die Fähigkeit, unerkannt mit Sterblichen zu verkehren. Deshalb sollte der Askan-Club für Ekon nur Ekon von edelstem Blut in seinen inneren Zirkel aufnehmen. Den Umständen entsprechend können Vulkots, die unsere Regeln befolgen, als Kriegs- oder Jagdhunde aufgenommen werden. Glücklicherweise haben unsere niederen Vetter die naturgegebene Neigung, sich ihren Herren unterzuordnen und ihnen zu gehorchen. Aus die Gesetze von Askalon von Lord Redgrave, der Gründer. Kräftige Blutprobe. Ich glaube, die können wir analysieren, vermutlich. Quatschen wir mit der guten Harriet. Hello, Harriet. Do you recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Wie fühlst du dich denn, mein How do Guter? you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Können Sie essen oder trinken? Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Hast du Schmerzen? Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Scheiße.
Das Gefühl hört sich auch echt nicht gut an, ey. Warum ihren Tod vortäuschen? Ach. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Mhm. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Das ist aber gut zu wissen. Also man kann dem trauen. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Oh, ein bisschen Selbstmitleid. Ja, das hat schon jedem geholfen. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Das finde ich geil, mal das Spiel rumgedreht, finde ich gut. Are you also dead? Wir sind beide untot, ja. We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Wer war der ermordete Mann? Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Das wird ja alles immer interessanter hier, ey. Holy shit. Ach, gar nicht creepy, dass du hier rumstehst, Alter.
Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us, spend time with us, and I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Ja, Hide Alter. somewhere far from the Wo sollen sie denn hin? The Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Scheiße. Your diction, your words. You do not carry yourself like most skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. Was ist mit dir geschehen? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Ob's lässt sich einrichten. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Shornhampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Interessant. Thank you, old Danke dir. I hope we'll meet again. Warte, und die brauchen Vampirblut zum Überleben. Verstehe ich das richtig? How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Aber vielleicht ist das dann trotzdem nicht der letzte Stadtteil. We're at your mercy. Will you end us? Ja, quatschen tun die trotzdem nicht mit uns, ne? Keep your distance, Echo. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Nee, das ist er scheinbar nicht. Okay, ich verstehe. Aber hier ist die auch nirgendwo dabei, ne? Okay, also scheinbar ist das hier trotzdem nicht die dritte Gemeinschaft. Es muss auch irgendwo eine Menschengemeinschaft geben. So können wir auch hier mit den ganzen Leuten nicht quatschen, die haben nichts zu sagen. Teil eines gewöhnlichen Griffs, das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir alles nicht. Ich schätze mal, hier wird irgendwo der Geheimgang sein.
Oh, wer bist denn du? Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. In der Rausraum der verängstigte junge Mann der Kanalisation versteckt. Sir, you have no idea what... For fuck's sake. Do I... It's my duty to insist. Okay, geht Death weiter. lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here. Don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Ja, aber... Ja, scheinbar gehört dem seine Quest irgendwo anders hin. It's locked, all right. Ja, aber ich dachte, hier ist der Geheimgang. Wo kommen wir dann raus? Wahrscheinlich zum roten Symbol, wa? Ah, den Pfeilen folgen. Vermutlich hier dann, wa? Oh ja, das hier ist neu. The vampire hunters will never find us here. We're at your mercy. Will you end us? Ja, noch nicht, ne. Aber Status des Bezirks auch gesund, ne? Also, mal schauen. Was ist das jetzt? Wirklich eine Abkürzung, oder? It's locked. Ach, immer diese verschlossene Scheiße, Mann. Sagt er was? Nee. Kurz, ich hätte da ein A aufleuchten sehen. Kann es sein, dass wir manchmal Patronen durchs Drüberlaufen einsammeln oder so? Das ist manchmal ganz sass, ey. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Ist auch Lord. gar nicht creepy mit der I Mucke, am ey. your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Mhm, in der Tat. You make no distinction between the living and the skulls, do you?
We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Gehört dir dieser Ort, Alter? Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius. Das ist jetzt immer noch, Alter. Richtiges Ranzbuilding, So ey. you have the run of the place and no one's taken notice. As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Harriet, Miss Jones, has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Ach, krass. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. Ich würde ihm wirklich gern vertrauen. Let's simply agree that all are one and the same. In death, I mean. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Den verschonen oder verwandeln. My discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your chettle, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways,
I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. Dieser Bezirk wird bald durch unsere Handlung leiden. Ja, ich dachte, wir machen hier was Gutes für den Bezirk. Oh, scheiße. Wir hätten ihn noch aussaugen können, wenn es 6000 EP gewesen. Holy shit. Aber er ist halt eine Stütze. Ich glaube, wenn wir einen von den Mittelpunkten hier töten, ich glaube, dann geht halt alles richtig den Bach runter. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war, aber es war irgendwie die also, ne, das hat mich jetzt schon gereizt, den hier zu verwandeln. Bin allein schon gespannt, was passieren wird. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Oder da an den Händen. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. 29 Pretty Orchard Street. That's near... Poplars District. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Ach, Jesus. Was hast du dazu zu erzählen, mein Freund? Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Der Junge, echt, dass hier eine Leiche rumliegt. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Das sagt er ziemlich häufig, Alter, wenn wir in der Nähe sind. And good hunting, Mr. Throckmorton. You again? What do you want? Das ist die Frage. Erstmal würde ich gerne eine persönliche Frage über den Tod deiner Mama stellen, Alter. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. Sollte mit ihrer Schwester reden, glaube ich. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize.
Giselle, I know you sleep at Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, and to give ourselves to the Lord. Creepy. Frag mich immer noch, ob das eine gute Entscheidung war, den zu verwandeln. Aber wie gesagt, ich hatte Bock drauf. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Und was sagt der Schwester so? Glad to see you again, Mr. Reed. Bin mir nicht sicher, ey. So, erzähl mir ein bisschen was über den Tod deiner Mama. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her. Plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Verstehe. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Erzähl mir mal von der Gangbedrohung. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Ich schätze ihren Mut, das tue ich I wirklich. respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Kein Stress, meine Liebe. Hast du gesehen, was passiert ist? Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Schade, dass wir nicht fragen können, ob die noch irgendwas weiß zu dem Mann. Daraus um sich der ängstliche junge Mann der Kanalisation versteckt. Würde man fast sagen, weil der hier irgendwas mit der Leiche gesehen hat oder so vielleicht, ja? Aber wir sollen irgendwo in der Umgebung suchen, so wie es scheint. Bin mal gespannt, wann und wo wir da was herausfinden können, ne? Ich würde gerne mit dem Sean quatschen. Seht ihr, ich hab hier in-game, Alter, habe ich einen verwandelt und ich fühle mich direkt verantwortlich für ihn. Mein Sohn, ich hoffe, alles wird gut. Scheiße. Ich fühle mich schlecht, weil wir ihn verwandelt haben, Leute. Hätte es nicht tun sollen. Finde im Bezirk die Wohnung des Mannes. Durchsuche die Wohnung. Anti-Vampir-Plakat. Oh ja, das können wir vielleicht mal nebenbei machen. Entscheide also bezüglich Kampagne unternehmen wird. Klebe 5 Plakate in den Straßen East End Docks an. Verbrenne alle Plakate.
Das ist die Frage. Bringen wir die an oder verbrennen wir die Scheiße? Ich hätte eigentlich schon Bock, die anzubringen. Die Frage, ich würde halt ganz gern gucken. Können wir gucken, was auf den Plakaten draufsteht? Die Gefahr ist unmittelbar, als Sie denken, Sie sind bereits hier. Lassen Sie sich nicht das Königreich übernehmen. Haben Sie einen Vampir gesehen? Holen Sie sich Hilfe. Ichabod Froghorn, sachkundiger Vampirjäger. Aber wo können wir das verbrennen? Weil, ich sag's mal so, ich glaube, wenn wir ihn verbrennen, safen wir den vielleicht vom Sterben. I'm not sure. Was wir hier machen sollen, ey. Ach so, hier könnten wir alles verbrennen. Fuck, was machen wir, Alter? Brennen oder hängen wir den Shit auf? Ja, komm, wir hängen die Scheiße mal auf für den, ey. Er hat uns darum gebeten, dann machen wir das halt. Soll es halt so sein. Das sind noch lauter unbekannte Leute, oder? Wer bist denn du? Good evening. I'm Dr. Ach, scheiße, schon über eine Stunde 6, Mann. Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Aber erstmal ein paar Fragen, Junge. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. Ja, irgendwie schon, I Alter. was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Gefällt mir, Alter. Finde ich okay, den Typ. Ja. Nee, finde ich gut. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack. Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Würde die Mutter vielleicht mal jemand aufklären, wa? Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Warte mal. Ich habe diese Uhr gefunden, mein Freund. I found this watch. It belonged to Miss Gillingham, but I thought you might find it useful. That makes sense. She would have forgotten about the watch by the next day. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. I will not forget your gesture, I swear. Nice. Show me what you have to offer then, Nach, Mr. guck halt mal. Nightingale. Fühle ich, Alter, geil. Finde ich sehr geil, Mann. I like it. Aber mal gucken, das hier erstmal ansehen.
Spieluhr, mein lieber Jack. Solange ich noch die Kraft und den Willen dazu habe, schreibe ich dir diesen Brief. Nicht, dass ich etwas zu verstecken oder zu fürchten hätte, außer vielleicht vergessen zu werden. Außer vielleicht zu vergessen, was ich dir mitteilen will. Ich wusste immer, dass du eine bedeutende, nette und gütige Persönlichkeit wirst. Ich wusste es, seit du ein Kind warst und damals lieber Bücher lasest, als draußen zu spielen. Ich wusste es, seit du mir noch vor der Schule halfst, die Einkäufe zu tragen und mir dann nach der Schule beim Hausputz zur Hand gingst. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn, nicht nur, weil ich deine Mutter bin, sondern auch, weil du so gut mit allem um dich herum umgehst. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit zu so einer Last für dich wurde. Vergiss niemals, dass ich dich liebe. Ich hoffe, du vergisst niemals, dass du mich auch liebst. Enid. Die gute Enid, man kennt sie. Was haben wir dann noch? Vampir-Fraktion und Skulls, genau. Vampire und die Wache von Priven werden niemals dieselben Ziele teilen. Niemals, nicht solange ich lebe, nicht nachdem ich gestorben bin und die Fackel an den nächsten Anführer weitergereicht habe. Ich weiß, dass manche von uns Zeuge wurden, wie ein großer, merkwürdiger Vampir genau wie die Skulls gejagt hat. Er war edel gekleidet und sprachgewandt. Fallt nicht darauf hinein. Dieser unbekannte Blutsauger und seine Freunde scheinen die Skulls so sehr wie ich zu hassen. Doch andere bieten ihnen Schutz im Austausch gegen Gehorsam. Späher im Norden haben von seltsamen Ritualen berichtet, die in den abgeschiedenen Wäldern Schottlands stattfinden. Rituale, bei denen Blut und Menschen den alten heidnischen Göttern geopfert werden. Vielleicht haben sie unter den Londoner Vampiren Gegenspieler, doch keiner dieser Blutsauger kann unsere Verbündete werden. Kann unser Verbündeter werden. Alle Vampire müssen vernichtet werden. Es wird keine Allianz zwischen uns und ihnen geben. Aus Der Widersacher von Candlestone, Gründer der Wache von Priven. Scheint mir eine recht kurzsichtige Denkweise zu sein. Da drin hätten wir die Enid. Gucken wir gleich mal, ob wir mit ihr quatschen können. Was haben wir hier oben vielleicht noch? Ja. Oh, schon eine schöne Runde Poker, Alter. Die hat's auch Bock, ey. Lol. Wer hat denn hier drinne gehaust und gemordet und geschlachtet und gefressen? Oh, lol. Ja, der Alten geht's nicht so gut, ey. Könnten wir theoretisch hier rausgehen? Oh, ich würde schon ganz gern mal mit der Edin quatschen. Mit der Guten. Mal gucken, was die so ein bisschen zu erzählen hat. I haven't seen young Sean around for a while. Ach, das ist die, die immer noch glaubt, dass ihr Sohn noch lebt, ne? Aber wir können die vielleicht dann irgendwann mal von da oben aus beobachten. Und steigen. Oh, scheiße, ja. Und wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut, gell, an der Stelle. Scheiße, schon wieder die Zeit. Es geht zu krass bei dem Game. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge, gell? Tschüss, tschüss.